Hi, ich bin Anja. Ich bin heute das Badlands Gravel Race zu Ende gefahren. Bin nach ein bisschen weniger als 3 Tagen im Ziel heute Morgen angekommen. Das ist mein Post-Race-Bike und ich wollte euch mal erzählen, was an diesem Setup gut war und was ich vielleicht fürs nächste Mal anders machen würde. Ich bin das neue Focus Atlas 8.9 gefahren. Ich habe mich dazu entschieden, dass ich vorne ein kleines Kettenblatt drauf baue, und zwar ein 34er, und bin hinten bei der normalen Übersetzung geblieben. Bin sogar irgendwie so 20-25% Rampen hochgekommen, worüber ich sehr zufrieden bin. Ich habe vorne eine Supernova dran für genug Licht mit einem Akku-Pack. So hat der auch tatsächlich 3 Nächte gehalten. Also ich bin 3-mal auch viel durch die Nacht gefahren, hatte aber noch ein Ersatzlicht dabei und auch noch so kleine Leuchten, die ich mir an den Rucksack geklemmt habe. Ich bin mit dem Wahoo Element Roam gefahren. Ansonsten, wie ihr seht, hatte ich ziemlich coole Taschen an meinem Rad. Ein Freund von mir hat ein eigenes Taschenlabel Molekül und der hat mir extra für dieses Rad Taschen genäht. Ich hatte außerdem einen Trinkrucksack dabei. Da waren 1,5 Liter Wasser drin und immer 2 Flaschen. Außerdem habe ich hier in dem Trinkrucksack auch noch mal extra für den Notfall so 2 solche Trailflaschen dabei gehabt, weil es Phasen gab, wo man 100 Kilometer kein Wasser auffüllen konnte. Vorne Snacks, Sonnencreme, Kopfhörer, Handy. Ansonsten, was ich dabei hatte, war relativ viel Werkzeug und Ähnliches, weil es ja unsupported war. Heißt, ich musste mich um alle technischen Schwierigkeiten selber kümmern. Zum Glück waren das nicht viele, aber natürlich essentiell. Ich hatte eine Pumpe dabei, Bremsbeläge, Wachs, das war sehr, sehr wichtig, weil durch den Sand ist mir das Wachs immer wieder abgegangen. Tatsächlich ein Learning fürs nächste Mal, ich werde mit Öl fahren. Dynaplugs hatte ich dabei, Kartuschen, Isotape und Kabelbinder. Natürlich auch Schläuche und Standard-Reparaturset. So von dem, was ich an Werkzeug dabei hatte, bin ich eigentlich relativ happy. Praktischerweise hat dieses Rad auch was ganz Cooles. Ich muss jetzt einmal die Flasche hier. In diesem Fach ist nochmal eine zweite Tasche drin und da sind meine Kartuschen. Und dann habe ich hier vorne, ich habe Handschuhe dabei, beziehungsweise die hatte ich eigentlich die meiste Zeit an. Ein Tool, einiges an Elektronik, Powerbank. Ich würde tatsächlich fürs nächste Mal eine zweite mitnehmen, weil das ganze Elektronische mich ein bisschen gestresst hat. Immer die Frage, habe ich genug Strom? Würde dafür eher auf so andere Kabel verzichten. Ich hatte jetzt zum Beispiel auch einfach einen normalen Steckdosenadapter dabei. Das habe ich jetzt nicht gebraucht. Da würde ich in Zukunft eher eine Powerbank mehr. Wo ich tatsächlich noch einen zweiten Akku auch mitnehmen würde, wäre bei der Supernova. Ich hatte dann doch die letzten Stunden vom Rennen ein bisschen Stress, weil mein Licht fast ausgegangen wäre. Ich würde bei der Supernova bleiben und einfach einen zweiten Akku einstecken. Wie ihr seht, habe ich dann auch den Akku oder auch hinten die Warnweste, die man bei solchen Rennen immer dabei haben muss, um gesehen zu werden, mit so Straps festgemacht. Das war ganz cool, weil ich dadurch einfach noch welche dabei hatte. Ein Hip-Lock, also ein kleines Schloss, Ersatzlicht und, das war auch gut, eine ganz leichte kleine Stirnlampe. Als letztes zeige ich euch noch, was ich hinten in der Tasche drin habe. Eine Jacke für die Nacht, ein Longsleeve, auch für die Nacht, eine Isomatte, Kopfkissen zum Aufblasen, ein Schlafsack. Ich hatte noch ein Handtuch dabei. Ich bin jetzt so schnell unterwegs gewesen, dass ich es nicht gebraucht habe. Rettungsdecke, Zahnpasta, Buff, alles Essentials würde ich genauso wieder einpacken. Ich hatte ein Biwak dabei. Ehrlicherweise würde ich bei den Temperaturen, zumindest die es hier hatte, den in Zukunft zu Hause lassen. Ich hatte einen Streckenplan an meinem Oberrohr von Freunden bekommen. Das hat immer wieder gute Laune gemacht. Was ich noch umgebaut habe, sind meine Mäntel. Ich habe vorne mir nämlich einen Mountainbike-Reifen draufgebaut, und zwar den Conti Race King, der eine Breite von 55 hat. Das war sehr gut, weil ich mich dadurch viel sicherer in den Abfahrten gefühlt habe. Hinten habe ich ein bisschen was Schmaleres mit weniger Profil drauf, den TerraSpeed mit 45. Dabei bin ich beides tubeless gefahren, was ich genauso auch wieder machen würde, weil ich überhaupt keine Platten hatte. Als Fazit würde ich tatsächlich
mir eine bisschen größere Trinkblase in den Rucksack tun. Ich hatte 1,5 Liter, da würde ich vielleicht was Größeres reintun. Ich würde den Biwak weglassen, zumindest wenn ich nochmal durch die spanische Wüste fahre. Das Wichtigste tatsächlich, eher einen zweiten guten Akku dabei zu haben fürs Licht und eine zweite Powerbank. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen geholfen für euer nächstes Ultrarennen. Kommentiert gerne mal, was ihr anders machen würdet oder was ihr vielleicht beim letzten Mal Badlands anders gemacht habt oder vielleicht für das nächste Rennen anders machen würdet.